gar nicht so viel, weil ich damals so ein bisschen anders gedacht habe. Also ich war gar nicht so, also war viel auch in Kirchenkreisen und ich war gar nicht so auf diesem Trip sozusagen, weil ich bin ja sehr staatsnah eigentlich auch aufgewachsen und mir hat ja in der DDR auch nie was gefehlt. Also ich habe gar nicht so sehr über diese ganzen Missstände so nachgedacht. Das kam dann erst so vielleicht so 87, 88 so ein bisschen, auch durch Gorbatschow, dann mit dieser Glasnost-Politik, dann hat man angefangen zu diskutieren, über manches nachzudenken und nach dem Fall der Mauer hat man sich auf jeden Fall erstmal eine reformierte DDR gewünscht. Niemals, also dass man einfach übernommen wird von der Bundesrepublik. Also ich damals auf keinen Fall. Ja, aber ich hätte es nicht gewählt, sage ich mal so. Ist ja okay. Aber ich hader damit auch nicht, weil das ist jetzt auch nicht ganz schlimm für mich gekommen, aber also ich hätte mir schon eine starke DDR gewünscht, eine reformierte, demokratische DDR, ja. Eigentlich gar nicht erlebt. Das war, also da war unsere Tochter ja noch sehr klein und ich habe einfach geschlafen und habe das gar nicht mitbekommen und habe das am Anfang auch nicht geglaubt. Und dann bin ich an dem Tag eben in unser Büro, das war, Intertext war hier in der Nähe in der Mauerstraße. Und da waren die Dolmetscher alle schon irgendwie weg. Die waren zum Beispiel der Türkisch-Dolmetscher, der war auf jeden Fall schon in Neukölln und hat schon mal so richtig abgefeiert. Ja, und ja, die waren alle schon unterwegs sozusagen. Aber ich habe mir das damals noch gar nicht getraut. Also wir beide haben zum Beispiel das erste Mal so vorsichtig Westberlin betreten. Da haben wir eine organisierte Bustour gemacht, weil wir uns gar nicht so richtig darüber getraut haben. So, wir wussten gar nicht so, was uns da so erwartet. Und ja, vielleicht machen die dann doch wieder zu. Und dann ist unsere Tochter noch hier. Ja. Also am Anfang war mir das ehrlich gesagt nicht so ganz geheuer. Wer hat diese Bustour organisiert? Ich weiß gar nicht, das haben wir irgendwo gebucht. Das muss ein Reisebüro Ja, gewesen so. sein, da kann ich mich nicht Ja, mehr so richtig erinnern. Ja. Und da sind wir erstmal durch Westberlin gefahren und haben uns alles erstmal vorsichtig angeguckt. Und wie war Ihr Eindruck? Es war alles sehr bunt, mehr weiß ich nicht. Ja, also war jetzt aber jetzt auch nicht so fürchterlich beeindruckt. Wir waren eben auch wirklich noch sehr jung und unerfahren zu der Zeit und das war für uns wirklich schwierig, auf diese neuen Anforderungen auch zu reagieren. Vor allem, weil eben schon 2 Kinder da waren, die man immer irgendwie, da konnte man nicht einfach so irgendwas beginnen. Ja. Manche, die haben dann einfach alles hingeschmissen, die haben dann nochmal was studiert und so. Und das ging irgendwie alles nicht. War für Sie eine ungünstige Lebensphase gerade. Ja, und zum Beispiel wäre ich unheimlich gern auch zum Auswärtigen Amt gegangen, weil ich ja wirklich viele Sprachen gesprochen habe, richtig gut zu dieser Zeit. Welche Sprachen kann ich, also Französisch eben super gut und das hatte ich ja auch studiert. Russisch kann ich auch sehr gut, auch immer noch. Und während dieser Ausbildung hatte ich noch ein bisschen Spanisch und Englisch kann ich halt auch ein bisschen. Und aber das war eben auch wieder so, dass die Bedingung war, dass man eben alle 3 Jahre woanders hin musste und das hätte ja auch bedeutet, dann muss man irgendwie immer sehen, dass man die Kinder vielleicht irgendwo lässt und so und das wollte ich dann nicht und das kam eben zu der Zeit auch nicht in Frage. Und danach war man wiederum zu alt, weil diese Ausbildung für diesen höheren Dienst im Auswärtigen Amt, da gingen die Voraussetzungen nur bis 31 und dann ist da Schluss. Und dann geht das nicht mehr. Also das war dann, diese Perspektive war auch weg. Ne? Und dann hat man immer geguckt, was machst du jetzt? Ja, und dann hat man immer so die kleinen Brötchen gebacken. Und wenn man so Familie hat und voll arbeitet und so, dann denkt man oft auch gar nicht über so viele Sachen nach. Das kommt dann erst später, wenn alles so gesackt ist und man selbst wieder so ein bisschen mehr Zeit hat. Eben wenn die Kinder aus dem Haus gehen, dann erinnert man sich und denkt immer, ach,
hetzte vielleicht oder so. Ja. Und seit wann wohnen Sie hier? Wir wohnen hier seit das Ding fertig geworden ist, seit März 91. Wir haben zur Wendezeit ein Stück weiter gewohnt, Luisenstraße. Gegenüber war der Club Möwe, Charité ist nicht weit. Ja, da haben wir im Hinterhof gewohnt mit den beiden Kindern. Und dann war ja damals noch diese zentrale Wohnraumvergabe in der DDR. Und über die haben wir dann auch noch diese Wohnung hier bekommen. Das nennt sich auch im Mietspiegel noch Kategorie Wendewohnung.